Hello, welcome to my channels. Yes, I'm using the translation, the subtitles once again, because it goes much faster, and we have 33 minutes here of this behind the scenes. So it says the dark history of the Seven vs. White Island. And yeah, we have one and a half hour with the video of the episode 2 itself. So okay, let's start. So yeah, I started this again before, but yeah, settings. Sorry. Okay, let's do this. Heute geht es mal um das Thema Location für eine eventuelle Staffel 2. Wo machen wir das Ganze? Wir sind auf der Suche nach Kontaktpersonen, die uns eventuell dabei helfen können, eine passende Location zu finden. Over and out. Aber wie zur Hölle findet man genau Yeah, so to find a location over and out. So this is so einen Standort? Welche Kriterien muss er erfüllen? Und vor allem aber, was passiert, wenn kurz vor Produktionsstart eine dunkle Vergangenheit ans Tageslicht kommt? before the production started, there came a dark past to light. So yeah. Wenn euch das Behind the Scenes gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Seven vs. White. Yeah, Mary Forrest, I don't know. Yeah, seven versus Wild, and it doesn't have to do anything with the Mary Forrest. So it's season number 2. Let's Staffel go. 1 ist, Season wie 1. wir alle wissen, grandios gelaufen. Darauf folgend ist uns auch schnell klar geworden, dass wir relativ früh in die Konzeptionierung von der Staffel 2 gehen wollten. Januar diesen Jahres sind wir halt schon in die ersten Meetings gegangen und ja, hatten schon was auf dem Zettel stehen. Eigentlich gibt es nur 2 Sachen, die geändert werden müssen, Stand jetzt. Einmal neue Teilnehmer und die zweite Sache, die hast du gerade schon gesagt, die geändert werden müsste, ist die Location. Ja? Was machen wir anders? Was Remembered, wollen wir yeah, ändern? not remembered, but to need to be changed is the location. Yeah. So yeah, what does it need to be different? Und da sind wir sehr, sehr schnell zu dem Schluss gekommen, okay, wir müssen natürlich irgendwie einen kompletten Location-Switch machen. Was ist das, woran man als erstes denkt? Natürlich Robinson Crusoe, einsame Insel, Wait. Yeah, what? Also okay. Yeah. irgendwie allein gestrandet, Schiffbruch, was weiß ich. Haben dann tatsächlich auch zu dritt versucht, Yeah. The 3, yeah, not the 3 of me, so he doesn't have any mental illness. The 3 of them just made it. So Fritz, Max, Johannes. selber so zu scouten, ne? Ein bisschen Google Maps, Google Earth, mal so ein bisschen geguckt, was könnte gehen. Und ja, da haben sich dann so schnell so viele Probleme aufgetan, weil ey, dann findest du eine Insel, die findest du geil. Was machst du dann? Guckst du in irgendwelchen Verzeichnissen, wo ist diese Insel, wer besitzt diese Insel, fragst sie an. Ich habe dann auch mal so Portale für Superreiche gefunden, wo man halt wirklich guckt, ja, wem gehört denn diese Insel, die irgendwie 100 Millionen kostet. Soll ich dir mal fragen, ob wir da ein bisschen filmen dürfen? So ist natürlich irgendwie Quatsch und auch absurd. Das heißt, da haben wir dann sehr schnell gemerkt, wir brauchen da Hilfe und haben dann diesen Aufruf gestartet, weil ja, wir haben einfach keinen vernünftigen Weg gefunden, wie man sowas dann strukturiert machen kann. No, not a sensible, but a way that makes sense. So yeah. Dieses ganze Projekt einer eventuellen zweiten Staffel steht und fällt einfach mit der Location. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das Ganze nicht wieder in Schweden machen will. Ich danke für eure Mithilfe. Over and out. Ja, hi, wir sind Tom und Martin von Wandermut und wir organisieren und planen We are Tom and Martin. So yeah, and Vandermood is their brand. Abenteuer und Expeditionen an die entlegenen Winkel dieser Erde und das hat uns schon so ziemlich überall hingeführt, ob es jetzt Husky-Touren in Russland sind, mit Macheten durch den Amazonas-Regenwald auf Ruinensuche oder eben hier in die komplette Planung und Organisation von Seven vs. Wild. Nach unserem Videoaufruf Yeah, organization and thing of Seven versus Wild. I don't know. It's Google has big issues with this Seven versus Wild thing. So yeah. haben sich super viele Leute gemeldet, super viele Firmen gemeldet, aber einer hat besonders herausgestochen, das war Wandermut, die direkt gesagt haben, ey. Aber is but, so they just Gemeldet, super viele Firmen gemeldet, aber einer. Yeah, I don't know. This is also something that Google has like issues with. They are just cutting German words in half and then the whole translation is messed up.
hat besonders herausgestochen. Das war Wandermut, die direkt gesagt haben, ey, wir sind No, it's called Wandermut. It's not Wanderlust. It's even though, yeah, it's brave to hike. Yeah, okay. die Richtigen für euch. Wir sind gerade an einer ähnlichen Sache dran und haben schon Inseln gescoutet und wissen, glaube ich, was ihr wollt. So yeah, in this email, Tom actually says like, we are right at the moment, we are looking for places far away from civilization, and we are now at an unlivable or an island without any inhabitants in Panama, so which fits perfectly. So yeah, this is. Guck mir das Video abends an, schau auf die Locations, die er da zeigt, und darunter war halt auch eine Insel in Panama. Und ich dachte mir, oh mein Gott, also wir haben echt die Insel genau 5 Kilometer weiter, das ist doch das Ding. Das haben wir schon seit 2 Jahren vor. So, wir hatten das schon geplant. Wir hatten Helikopterpiloten, also Kontakte hier, auch zu Survival-Profis. Wir hatten sogar schon eine Insel rausgesucht. Ja, und dann haben wir Fritz quasi angeschrieben auf allen Kanälen, gesagt, ey, wir sind genau deine Männer, so, wir können das, wir haben das alles schon. Und einen Tag später beim Schreiben auf Instagram auf dem Klo hat sich Fritz zurückgemeldet. Danach hat Max angerufen und es ging los. Ich glaube, es muss wieder dieser Abfuck sein. Es muss regnerisch kalt sein. Decent. This sounds cute. Like, yeah, when he says abfuck means it really has to suck. It really has to suck. Ich sehe auch eher sowas wie da Kanada. Fritz und die Jungs hatten so die Ideen, ja, man könnte ja was in Alaska oder in Kanada machen, und da kam von uns einfach dann so der Appell, so, Jungs, wenn ihr das in Kanada oder in Alaska macht, das ist ein Wald, das ist zwar in Kanada, aber der sieht genauso aus wie in Schweden. Ihr braucht irgendwie was mit mehr Dampf, ihr braucht irgendwie was anderes, ihr braucht irgendwie Tropen, ihr braucht Dschungel, ihr braucht eine So yeah, with more steam is like with more power, so yeah. einsame Insel mit Tropenregenwald, so. Daraufhin haben wir gesagt, ja gut, wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann macht uns doch gerne mal eine PowerPoint-Präsentation. Die Kriterien sind die und die und die. Und daraufhin hat Paddy eine allerfeinste Präsentation uns bei Discord reingeklatscht, die uns von Hocker There's no 3, which knocked us off. Okay, that's fine. Hey. gehauen hat und uns auf eine Insel kommen lassen hat. Es gab einige Punkte, die definitiv gewährleistet sein mussten, um Staffel 2 wirklich auf einer tropischen Insel umsetzen zu können. Die Insel muss völlig isoliert sein, um wirklich echtes, wildes Survival zu garantieren. Darf dabei aber nicht zu weit ab vom Schuss sein, um bei jedem Teilnehmer eine Rettung über Land, Wasser und auch Luft zu gewährleisten. Insbesondere ein schneller und reibungsloser Abtransport eines Patienten in eine hoch ausgestattete Klinik muss zwingend zu allen Tages- und Nachtzeiten möglich sein. Dabei muss die Insel groß genug sein, damit sich die Teilnehmer in keinem Falle treffen, darf aber wegen langer Rettungswege auch nicht zu groß sein. Die Insel darf außerdem nicht stark bebaut sein, muss aber trotzdem eine Unterbringungsmöglichkeit fürs Team bieten und einen Helikopterlandeplatz haben. Es müssen natürlich genug überlebenswichtige Ressourcen wie Wasser und Nahrung verfügbar sein, ohne es... So yeah, it says, yeah, that's it. That's a big issue. Different points. Dang. No, I just was so. Yeah. Okay. Yeah. So the size of the island and accommodation. I don't know. Like, yeah, the team has a chance to stay on that island. Landeplatz haben. Es müssen And a helicopter landing space. So this was it, and then I just started to make pause. Natürlich genug überlebenswichtige Ressourcen wie Wasser und Nahrung verfügbar sein, ohne es den Teilnehmern zu leicht zu machen, und die Insel darf auf keinen Fall ein Naturschutzgebiet sein, was das Fällen von Bäumen und Töten von Tieren verbietet. Not a gate protege, but it's a natural preserve place. So yeah, cutting down trees and killing animals shouldn't be forbidden. Mit diesen Rahmenbedingungen ist Wandermut in die Recherche gegangen und hat ihr gesamtes Netzwerk aktiviert, um and the research, in absolutem Rekordtempo von 2 Wochen eine Auswahl von 7 Inseln in 4 verschiedenen Ländern hervorzubringen. Nach feinerer Recherche stellte sich doch allerdings bei allen heraus, dass sie wegen Größe, Rattenplage, Entfernung zum Festland oder Terrorgefahren nicht geeignet sind. Außer bei einer. Isla San José im Süden von Panama. Ja, und dann hat sich das alles am Ende gebündelt
herausgestellt, And she, yeah, it just all came together and it all came into place. And dass wir hier alles haben, dass wir hier ohne Probleme das Team unterkriegen, dass wir die Rettungskette kriegen. Es ist so remote, irgendwo im Pazifik, 80 Kilometer vor der Küste, dass es jetzt nicht so easy zu erreichen ist. Man hat das Gefühl, man ist hier einfach auf so einer tropischen Insel, wo man gestrandet ist. Aber wenn du hier 500 Meter rausgehst, dann bist du im fucking Nowhere, da ist nix. So, und da fühlst du dich auch so. In der Theorie schien diese Insel hier perfekt zu sein. Aber was wir nicht sehen konnten, so auf Satellitenbildern, waren, ob wir genügend gute Spots an dieser Insel finden würden. Also haben wir beschlossen, hier einfach mal hinzufahren und das Ganze auszuchecken vor Ort. Johannes und ich waren gerade im Urlaub und auf einmal schrieben die Wandermut-Jungs, ey, wir fliegen nächste Woche nach Panama auf the Vandermood guys wrote them that they are flying to Panama next Isla week. San Jose, gucken uns das an. Wollt ihr mitkommen? Bucht euch einen Flug und es geht los. And yeah, let's go, like, and we are going, so. Wie wird die zweite Staffel Seven vs. Wild noch abenteuerlicher? Diese Frage haben wir uns gestellt und sind aus diesem Grund in Panama City, um für die Jungs von Seven vs. Wild herauszufinden, ob es möglich ist, sich aus einem fliegenden Helikopter aus 10 Metern Höhe ins Meer werfen zu lassen, um dort 7 Tage lang in der Wildnis einer einsamen Insel zu überleben. Das Ganze ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Dort wimmelt es vor Krokodilen und es gibt auch Haie rund um die Insel. Also aus dem Hubschrauber zu springen ist per se schon keine Sache, die wir... Yeah, it's just saying that it's jumping off the helicopter. There's nothing about a lake. empfehlen würden, aber das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Und um zu schauen, ob das Ganze dann auch für die Teilnehmer funktioniert, testen So yeah, and this whole thing makes it a little bit more difficult, and this is why it makes it much more attractive. So wir das Ganze an uns selbst. Johannes, was haben wir denn in dieser Kiste drin? Was nehmen wir denn mit auf die einsame Insel? Alkohol. So yeah, he said like, what are we taking with us? Alcohol. Like, yeah, sure. Geht schon der erste Stress los, wenn der Taxifahrer nicht weiß, wo er hin muss. Yeah, so the first stress is like, okay, the taxi driver didn't know where to go, so. Und wir den Helikopter verpassen. Dime, hermano, dime. Habla el tacita, dime, habla. Aló. Ah. So beautiful. I hope, I hope that this is giving me another copyright claim stuff. Kommt zum Scouting für Staffel 2 von Seven vs. Wild. Wir fliegen jetzt auf eine exotische Seven Insel vs. Wild, mit das- Krokodilen, Haien, giftigen Schlangen und giftigen Früchten. Und Yeah, so with snakes, with some poisonous snakes. And yeah, and poisonous fruit. wir gucken, was passiert. Wir springen aus dem Heli. Let's go. Und neben riesiger Vorfreude flog in diesem Helikopter eine ordentliche Prise Anspannung mit. Im Prinzip war Isla San Jose die einzige vielversprechende Option, die dem Seven vs. Wild Team und Vandermood noch blieb. What the Seven vs. Wild team and Vandermood had, so like this was the only option and the only hope. I mean, you need some time to plan this whole stuff, and the further you go, the more time goes, and so yeah, this was actually their problem. Looks awesome, doesn't it? Mittlerweile war April und alle anderen Standorte konnten schon aus der Ferne ausgeschlossen werden. Würde diese Insel also einen der wichtigen Punkte nicht erfüllen oder aus irgendwelchen Gründen nicht passen, wäre die Zeit vor Produktionsstart zu knapp. So yeah, it had to be this island. They didn't have any other option, and we know it became that island. Aw, awesome. I love when these hawks or when you hear these birds scream. So I have some in my backyard as well. I love it.
afraid that this music is giving me problems. But hey, we'll see. YouTube can filter and mute the music, and I'm glad for this one. So they arrived. Dein Eindruck? Kein Problem. Das Ding bin ich zum ersten Mal geflogen jetzt, aber guter Vogel. Das ist Karl S. von Wandern über Lust. Der hat uns gerade schon gezwungen, 3 Verträge zu unterschreiben. Jetzt in die Fresse. So yeah. Es war verabredet, an einer bestimmten Bucht diesen Helikopter-Jump einfach mal zu testen und auszuprobieren. Wir haben diese Bucht auch gefunden, aber wir hatten uns auch mit einem Rettungsboot verabredet, weil, na gut, so oft sind wir jetzt auch noch nicht aus dem Helikopter gesprungen und wollten das halt möglichst sicher testen. Und die Bucht war halt so... It's not that they didn't want to jump that often. They haven't jumped off a helicopter before, and so they wanted to be safe and have this lifeboat at side just in case. Ausgewählt, dass das Boot und unser Survival Instructor, der Tom, vorher schon mal geguckt haben, ob das Wasser tief genug ist. Wie es halt kam, irgendwie hat der Helikopterpilot sich verflogen, Dinge passieren und wir sind in einer anderen Bucht gelandet. Eigentlich sollte hier ein Boot sein zum Spotten, wenn wir hier aus dem Helikopter springen. Hier ist aber kein Boot. Und naja, wir mussten es halt irgendwie machen und haben gesagt, egal, komm, wir springen da jetzt runter, so, was soll's. Dann werden wir wohl ohne. So yeah, they had to do it, and so they said like, okay, so we have to jump right now, so then it. Bei Samuel's Wild geht es nicht per se darum, höher, weiter, schneller. Yeah, in Seven vs. Wild, it's not per se to be higher, faster, höher, schneller. Yeah. Sondern es geht darum, Sachen anders zu machen. Deswegen haben wir auch gesagt, ey, wir wollen eine andere Location haben. Aber natürlich so eine tropische Insel, die bietet sich einfach an dafür, mit einem Knall reinzustarten. Deswegen wollten wir unbedingt einen Helikopter-Drop-Off haben. Yeah, not a helicopter drop, but a helicopter drop-off. So this was what they really, really wanted badly. So because, I mean, tropical island is awesome, but they wanted to have this helicopter drop-off. Keiner wusste, ob das funktioniert, ob das überhaupt legal ist, wie das funktionieren kann. Da gab es auch dann wirklich unzählige Probleme im späteren Ablauf. So there's no applause. I think you can hear this for yourself. This music is interesting. So number 1 jumped. Number 2 jumped. I think they didn't have 2 helicopters back there, but they made it with a drone. So Man kann auf jeden Fall mit diesem Helikopter auf diese Insel fliegen, man kann da runterspringen, ohne zu krepieren und das funktioniert. without dying. So krepieren is is slang for yeah. Ja, Mann, das wird geil. Also genau so sollte das Intro für Seven vs. Wild aussehen. Jo. Yeah, so this is going to be awesome, and this is the way how it's supposed to look at Seven vs. Wild. Das war echt scary, weil wir nicht wussten, wie tief es ist. Aber der Betty ist da. Yeah, so you got that. So the lifeboat and also this survivor guy, they had this. They checked before if the bay was deep enough, but as they now were at the wrong bay, yeah, so they are now glad that this bay was deep enough. Der Betty ist ja als erster gesprungen. So and Paddy, so Patrick jumped first. Deswegen alles tutti gelaufen. So everything went well, yeah. Hast du hier Krokodile gesehen? So, Krokodile haben wir bisher noch keine gesehen, aber die sind hier. Die sehen uns, aber wir sehen sie nicht.
Yeah, okay. Ja, scary thought. Nach dem Helikopter-Run haben wir auch das erste Mal gemerkt, wie fucking teuer ein Helikopter ist. Also es ist ja sowas Abstraktes, keiner von uns hat jemals für so eine Produktion irgendwie einen Helikopter gemietet. Also das ist ja wirklich Hollywood-Shit eigentlich, was man auch nicht erwartet bei so einer komischen YouTube-Geschichte. Ganz kurz, das müsst ihr euch vorstellen. Ein Helikopterflug, wie weit sind es? 80 Kilometer? Ja. 80 Kilometer Helikopterflug ist teurer als 2 Flüge von Deutschland nach Panama. Also es ist krank. Also ich glaube, was haben wir bezahlt am Ende? Ich glaube über 5.000 Euro oder so. Ja. Für diesen einen Testrun nur letztendlich, nur um zu gucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt etwas gekauft, das eigentlich gar nicht eurem Budget entspricht oder euch bei einem Projekt... Yeah, so yeah, this is of course his support. Sorry Dave. I think there's people, I don't know. So if you have anything... yeah, so he says, I think, about anything, this is only for people that are already in debt and to make debt shift and yada yada yada. So like, yeah, for people who look for their money, it's yeah, it's bad. It's not working. Wir hatten mit anderen Filmproduzenten geredet. Computer mehrere Spots rausgesucht. Wir hatten mit anderen Filmproduzenten geredet, haben da schon ein paar Tipps bekommen, hatten dann eine Liste von 13, 14 Spots ungefähr und haben uns dann ein Motorboot gemietet und sind die systematisch abgefahren. Yeah, they spotted these, so the spots. Wow, this looks so awesome. So awesome. Also vom Heli jetzt im Boot und wir gucken die ersten Spots an. Die ersten möglichen Spots. The first possible spots, yeah. Wir haben irgendwie, wurden nicht vom Boot abgeholt, wie wir es geplant hatten, während wir mit dem Helikopter rumgeflogen sind. Es gab Missverständnisse, Kommunikationsprobleme. Am Ende kriegen wir doch wieder alles gelöst. So yeah, there was issues. So they weren't picked up by a boat while they were flying around with the helicopter. So there were misunderstandings and da. So and now they had this miscommunication and issues. So yeah, but now everything got solved. Sind hier ordentlich am Scouten. No, yeah. Now they are scouting properly. So. Da vorne, jetzt der erste Spot. So first spot. Sehr wild, sehr Robinson Crusoe-like aus hier. Yeah, it looks very Robinson. And a lot of trash, yeah. Yeah, there's waves. So, Sonne geht langsam runter und wir sind jetzt nicht mal zu einem Viertel um die Insel rum. Also die Insel ist... So yeah, the sun is setting and they didn't have 1/4 of the whole island yet. So yeah, this island is huge, wild. So, wir sind jetzt hier am zweiten Spot angekommen und sind auf jeden Fall schon ganz optimistisch gestimmt, denn was wir hier sehen, sind ein Haufen Palmen mit Kokosnüssen. Und wenn wir damit kalkulieren, dass jeder 10 Kokosnüsse am Tag braucht für Kokosfleisch und die Kokosmilch, sind das ca. 70 Kokosnüsse über die ganze Zeit. Und das ist schon mal ein saugeiler Indikator für einen guten Spot. Ja, geil. Und es macht optisch was her. Und ist sexy. Yeah, it is sexy. It's looking really great. Like this is really, when you're thinking about a lonely island, this is what you think and what actually comes to your mind. So yeah, and well, then you have all this trash down there. Keyboard. Und das ist etwas zu viel Müll für mein Gefühl. No, it's working right away. Yeah, so that's a bit it's a little bit too much garbage, trash for my taste. So keyboard. Nicht einfach ein fucking Kühlschrank. Yeah, so there's a effing fridge. Alter, traurig, Alter. Das ist halt jetzt die That's Realität, sad. ne? Also das hier, Reality. dieser Müll am ganzen Strand ist die Realität. Tom und Martin sind gerade noch hier rumgerannt am Müllspot. Yeah, Tom and Martin just ran around, so sind once again like cut off the word.
yeah, ran around at this garbage spot. Und da ist eine Straße zu Hacienda, also oder halt zu irgendeiner Straße halt. Yeah, and there's a road to the hacienda, so yeah, this spot might not work. It doesn't say that, but he says there's a road to the hacienda. So. Und fürs Erste haben wir uns jetzt ein paar Spots angeguckt, einen kleinen Eindruck bekommen und die Sonne ist untergegangen. Morgen geht's weiter. Then yeah, the sun has set and tomorrow it will continue. Es ist geil, also ist Porno, ist nice. Unser Ziel für heute ist es, die 7 finalen Spots zu finden, an denen wir dann bald die Teilnehmer aussetzen werden. 3 Dinge, die wir heute ganz besonders beachten müssen. Erstens natürlich Spots finden, bei denen wir genug Ressourcen finden, damit jeder Teilnehmer auch dort überleben kann. Zweitens, wir müssen die Wassertiefe checken. Dafür haben wir Flossen dabei und gucken, dass... So they have fins with them, so to check the water depth for the drop-off of the helicopter. Wenn es zum Heli-Drop-Off an diesen Spots kommt, dass das Wasser auch tief genug ist, dass sich da nicht jeder schon die Hacken bricht, wenn er aus dem Helikopter springt. Und drittens, wir müssen abschätzen, ob die Wellen auch später im Jahr klein genug sind. So yeah, they have to check if the waves are later small enough. Um diesen Strand noch im Notfall erreichen zu können, denn je nach Jahreszeit For this beach to be reachable. Unterscheidet sich auch die Wellengröße und je nachdem wäre dann ein Strand nicht mehr erreichbar für uns. Also das ist der dritte Punkt, auf den es heute ankommt. Einen, den wir noch nicht vorgestellt haben, ist Tom. Tom ist einer der Top-Survivalisten der ganzen Welt, bildet Leute wie Ed Stafford aus, es sind in den Kameras aktiv. Tom, would you like to introduce yourself? My name is Tom McElroy. I've been training people in wilderness survival for 25 years now. Today what we're doing is scouting out islands to determine what's going to be the most suitable to make sure that these contestants are going to have the ability to find shelter, water, fire and food. Da wir Fritz dieses Jahr mit seinem Know-how aus der Serie genommen haben bei der Planung, brauchten wir einen Ersatz, der uns mit seinem Wissen zur Seite steht. Und das war dieses Jahr Tom McElroy. Krasser Typ, absoluter Survival King. Also ich glaube, das hat man selten gesehen. Geisteskranke Skills beim Scouting. Innerhalb von 10 Minuten hatte der ein Feuer an, ohne ein Feuerzeug, einen Feuerstahl. Hat die Kokosnüsse am Band runtergeholt. Wahnsinniger Typ, kann man viel von lernen. Wir sind sehr froh, dass er dabei ist. So yeah, this sounds like a awesome, insane guy. Den Steinstrand schauen wir uns jetzt mal an. Was so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir jetzt noch nicht so viele Kokosnusspalmen sehen, aber vielleicht finden sich da hinten zum Beispiel die eine oder andere noch. Aber schauen wir mal, ob der taugt. Na, sind die Eier nass? Are the balls wet? Ja. Das, was die Teilnehmer auch durchmachen, macht man ja selber auch durch hier, ne? Ist klar. Yeah, they have to do Wir sehen da that. schon irgendwo eine Palme stehen und die können wir abernten. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen was an Ressourcen hier. Überall, so schön die Insel auch ist, wird Müll angeschwemmt. So ist die Realität. Yeah, so yeah, another part of the reality. Das ist die Realität. That's reality. The good thing about this spot is it does have a fresh water source. Right now that's probably salt water from this mangrove swamp, but apparently this collects fresh water during the rainy season. And so that would be the redeeming quality of this spot. Definitely a challenge because the tide is going to be coming in and out of here every day, but definitely a lot of coconut trees, good shelter material. I think if I was here, I would just get up and out, up into the jungle a little bit to get out of this mangrove area because the mosquitoes are going to be just torturous here. Any crocodile issues? So far, no crocs, but this is kind of, they like to hang out in spots, especially where fresh water is coming out. So yeah, definitely looks like a potential for crocodiles here. You see, you can, now I don't have to translate, which is awesome, but now you hear what this guy is actually saying and what Google is making out of this. This is just crazy. Also semi-optimal. Okay, so this is just, semi-optimal, so. Optisch ganz interessant, aber die Ressourcen sehen einfach scheiße aus. Großmäulige.
So yeah, optically it's great, but the resources don't look like so. Die Nachbarn, da vorne sind safe Krokodile. Und die Flut wird halt auch alles wegnehmen hier, sobald sie wiederkommt. Insofern ist das ein Backup-Spot und es wird sicherlich geilere geben. Aber ja, worst case könnte es einer werden. Ich als Teilnehmer würde mich ja abfacken, wenn ich hier landen würde, aber gehen tut's. Yeah, so this would be really suck if I would get the spot, but it would go. I'm not sure if this is in Fritz' place, but yeah, we can see this later. Kommt schon, strengt euch an. Wir wollen nicht auf dieser Insel zurückbleiben. Also bei so harter Arbeit lasse ich natürlich immer den Martin vor. Einfach den größten Bizeps. Sorry, einer muss ja filmen. Yeah, one has to film. So, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir lieber die Ostseite der Insel anschauen, aufgrund der Wellen. Die sind einfach zu hoch hier und ja, in der Regensaison werden sie noch höher. In the rainy season, not the generous, in the rainy season they are even higher. Das heißt, die Safety-Kette wäre da einfach nicht mehr geil zu gewährleisten. Deswegen ballern wir jetzt einmal komplett auf den anderen Teil der Insel, auf die Ostseite und schauen, wie es da aussieht. Tschüss, Westseite. By west side. First dream spot. Awesome. It's perfect. Okay. It looks perfect. If I was going to survive out here, I think this would be the spot I'd want to be. I think they're going to suffer from bugs, but everything else they have is looking perfect. Yeah, the stingrays, which can be pretty deadly. Wie sieht's aus da hinten? How is it geil? looking back there? Digga, aber das sieht hier krank aus, ne? Jetzt sind wir hier an Spot Nummer 4, ein möglicher Spot. Kiesstrand, oben haben wir Frischwasser, relativ wenig Kokosnüsse. Spot ist ein Traum. Absolut, hier gibt's alles. Das ist der beste Spot bisher, weil es einfach fließendes It's just the best spot at the time because they have like, yeah, flowing water, so sweet water, drinkable water. Wasser gibt. Ja, das ist die bittere Pille, die wir auch schlucken müssen. Man hat solche Locations hier. Traumhafte Wasserfälle, Frischwasser. Sieht alles herrlich. Yeah, with waterfalls, so fresh water. It looks super wonderful. Aus. Das Problem ist, wenn du einmal kurz rumguckst, man kommt hier gar nicht weg. Also dann müsstest du jetzt eine Steilwand von 20 Metern hochklettern, um überhaupt mal rauszukommen, um mal irgendwas zu... So, okay. Tier 1. Yeah, you have to climb a wall, like, it just says steep, but hey, okay. Of 20 meters to get out of this, so this place, or this spot is, you know. Fressen zu finden oder so. Deswegen leider raus, obwohl es so schön ist. War zwar ein Versuch wert, jetzt nochmal 100 Meter weiter zu gucken, aber der Spot von eben ist einfach geiler. Hoffnungslos. So hopeless, ja. Ein spezieller Spot hier. Auch wieder Rocky Beach. So, Plan ist, einmal hier in dieses Valley hier reinzugucken. Okay. So the plan is to look into this valley or this bay in there. So. Easy ist das Gelände hier nicht. Ja, ist schon anstrengend, aber jetzt haben wir 4 Spots. 4. So the terrain is not easy, but it's exhausting. But now they have 4 spots. Von 10, weil wir wollen 7 sichere Spots und 3 Ausweichspots, falls dann doch... Spots, they want to have safe spots and 3 spots for just in case. Irgendwas schief läuft. Also haben wir ein bisschen was vor uns, aber es geht voran. Wir befinden uns hier gerade im Norden der Insel an einem Spot, den wir zufällig gefunden haben. Wir fahren hier gerade die Küste ab. Bitte lass diesen Spot gut sein.
Please let this spot be good, yeah. Fucking anstrengend mittlerweile. So, It is happy super ass. exhausting meanwhile, yeah. There is fresh water. Hier ist fließendes Wasser, perfekter Spot. It's fresh water, yeah. Derjenige, der den bekommt, And who gets... hat auf jeden Fall einen Joker. So, he has a der joker. Beweis, Fischen geht auf jeden Fall. Fishing is Ja, mal so die definitely Flosse. possible, High yeah. five. Cool. I hope I don't have to cut out Das this ist so mein music Spot. because it's awesome. Yeah, that's a spot. My head explodes, but we have an awesome spot. Yeah, I watched actually the direction of the two guys of Vandermoot, and they said that no, I think this is Johannes, but I'm not 100. So that he was actually like super seasick, and that he really had big issues and big trouble, and yeah, so he didn't feel really well, and this is probably why he said like his head burst. Das ist ein richtiger Paradise mit den Palmen. Good shelter, white sand, beautiful view. I mean, whoever gets this spot is going to be in the lap of luxury. Best Spot. Yes. Best spot. Bester Spot. Wie schmeckt der Toms Kokosnuss? How does Tom's Schon geil, coconut muss ich taste? sagen. Already. Wie aus dem Rewe. Rewe is like all the it's a supermarket, so yeah. Ich mach mal kurz den Selbsttest hier am Traumspot. Der schönste Spot, den wir bisher gefunden haben. Versuch mal die Kokosnuss hier zu knacken. Ja, wenn die schon offen ist, ist ja nicht dasselbe, oder? If it's already open, it's not the same, yeah. Es geht, auch mit It's Kraft einfach nur. done. Ohne It can be done, yeah. It's possible, just with enough force and strength. So, spot 11. Also hier ist so eine Landzunge mit einem Strand links, einem Strand rechts. Ja, hier ist Nicht wohl left der and nördlichste Punkt der Insel, ne? Hier wäre zum Beispiel der Spot. Und wenn man jetzt hochgeht, ist halt alles nur Dschungel, ne? This spot is basically providing everything that a person needs. There's a ton of coconut trees that's going to give them shelter. They've got a bunch of fresh water. Seems to be a ton of fish. We saw a giant parrotfish on the way in. So there's nothing that this spot doesn't provide. The only hazard to this spot is just how open access it is to the Western Ocean, which in a giant swell could mean somebody could get stuck here for days. One of the incredibly sad things about a lot of these islands is that you want them to be pristine, but unfortunately in today's world there's always going to be this line of plastic trash that's washed up right at the high tide line. It's very common, unfortunately, but also incredibly useful in survival. What kind of BS YouTube or Google is making out of this? Okay, spot 12. Let's see what this is going to be. Right now this looks like an amazing campsite. Our biggest concern is that this is the biggest river we've had coming into a campsite, and generally where freshwater is meeting saltwater, we have a lot of crocodiles. So our big concern is that there could be a giant crocodile out here. Yeah. So I was wondering where they have the small boat, but in the beginning there were some Hier sequences sind die Crocs. where they where they had just this boat. They pulled the small boat and then behind the big boat. So yeah, oh yeah, here are the Crocs. So yeah, haha. Do you like it here? Yeah, I need to find a camp spot first. 'Cause this is all going to be underwater. But if we can find a nice spot by the river, it's got everything we need. Alles fix und fertig, Scouting ist beendet. Wir haben alle Spots zusammen. Jetzt gibt es noch eine Nachauswertung an den Bodenshots, an der Aufnahme, die wir vor Ort gemacht haben. Okay, so this is not getting
So they just made all their scouting. They finished it all. They just looked at this, and now they are deciding which spots to take with their drone footage and the notes they took, and then they will do their final decision on 7 of these spots. And then so for season 2 everything is great. So, and now he is 100% that it will be Panama and it will be that island. Very, very awesome. I mean, look at this footage and look at these pictures. Oh, well. So, this is looking so Am Ende nice. des Scoutings saßen wir dann mit den Wandermut-Jungs in der Hacienda und dann waren wir uns wirklich ziemlich schnell einig, ey, das ist es hier. Wir haben die Hacienda gesehen, wir wussten, wir können hier das Team unterbringen. Was aber auch wiederum bedeutete, wir müssen diese riesen Insel mieten, inklusive der Hacienda, der Hotelanlage, damit wir das ganze Team hier unterbringen können. Ja, aber wir haben gesagt, komm, wir machen das. Wir haben uns die ersten Preise reingeholt, wo wir dann beide hinten übergefallen sind natürlich. Ja, der erste Kostenvoranschlag, geisteskrank. Also wenn man dann hört, dass die Inselmiete für den Zeitraum, wo wir sie brauchen, irgendwie schon im 6-stelligen Bereich liegt, ist einfach krank. Das sind auch Summen, mit denen hantieren wir nicht täglich. These are sums that we are not handling usually with. Das ist einfach utopisch für uns eigentlich. Aber dennoch haben wir gesagt, ey, das ist es. Irgendwie jetzt nochmal was anderes zu suchen, wäre auch einfach zeitlich super, super eng geworden. Man hat die Ressourcen, man kann die Rettungskette auf die Beine stellen. Man kann es so sicher wie nur möglich machen. Wir wollten die Insel, koste es, was es wolle. Die Insel war absolut perfekt, was alle Spots anging, was die Ressourcen anging, was... What the spots were, not the bots. Yeah, as far as the yeah, okay, and the concerns. Das angehen. Aber wir sollten trotzdem noch eine böse Überraschung erleben. Und zwar hat Isla San José eine sehr dunkle Vergangenheit. Now comes the big point of this island. In den 40ern wurden hier Chemiewaffen getestet. Bei diesen Tests there were chemical weapons tested in the 40s. zünden nicht immer alle. Das heißt im Umkehrschluss, nach Berichten von Journalisten, dass bis So not all bombs are exploding. So which are in reverse reports, yeah. So 3000 der getesteten Bomben nicht gezündet sind. So that there are on this island are 3,000 bombs that could potentially go up any moment or detonate. Nach den Tests gab es einen Cleanup, der von den Amerikanern durchgeführt wurde, aber auch hier sind sich Journalisten, die das Thema behandelt haben, nicht sicher, wie gründlich dieser wirklich. Yeah, so it was apparently by the US troops, these tests, and there was a cleanup after these tests, but journalists say that they are not sure how good they made this cleanup. So. Nicht wahr. Desto mehr näherten sich da irgendwo die Zweifel und das Ganze hatten wir dann thematisiert in einem Call, den wir mit Max und Johannes hatten. Und yeah, a call they had with Max and Johannes. Und es wirklich ernste Bedenken gab. Notfall, Paddy, was soll das? Grüne Hölle, Alter. Das kannst du halt nicht bringen, wenn da irgendein Typ auf dem Blindgänger läuft, so, der in die Luft geht. Ja. Für uns war das natürlich fundamental wichtig, das Maximum an Sicherheit für unsere Teilnehmer zu haben. Wir müssen irgendwie rausfinden, wie hoch die Gefahr wirklich ist. Eine Sache, die wir gelesen hatten, war... So how big the danger for the participants really is. So one thing they had read about... Dass es Testzonen auf der Insel gab. Und zwar wurden... There were test zones. So... This is what they figured out or what they found out. So they were test zones. So now they have to check. Nicht komplett auf der Insel durchgeführt. So they weren't done on the complete island. So now they have to find these spots. Sondern in 6 verschiedenen Zonen. In Jetzt war 6 für uns different die zones. Herausforderung, okay, wie schaffen wir es,
diese Testzonen rauszubekommen, denn das waren amerikanische Dokumente und du konntest nur da dran kommen, wenn du als Amerikaner einen Antrag gestellt hattest und auch dann musstest du wochenlang warten. So you only can get them if you are an American, and then you have to apply, and then you have to wait for weeks till you get the documents where exactly those zones were. Diese Zeit hatten wir But they didn't have the time to wait that long. einfach nicht. Der Launch von Seven vs. Wild rückte näher und wir brauchten halt And the launch of Seven vs. Wild was getting wirklich closer. schnell irgendeine Lösung. Die einzige Möglichkeit, die uns dann in den Sinn kam, war, okay, wir müssen den Investigativjournalisten erreichen. Vielleicht hat er Zugang zu dieser Karte. Hab den dann angerufen. Du hattest dann früh morgens irgendwo so einen verschlafenen amerikanischen Journalisten am Telefon. Die ersten Fragen waren so, sag mal, wer bist du? Hast Yeah, the first question was who are du you? einen Termin? Was Do you have an appointment? willst du von mir? Hören Sie What auf mich do zu you want? belästigen? Yeah, Und stop bothering wir me. waren da so, wir brauchen einfach dringend eine Lösung. Und das ist We're echt like, nicht meine Art, irgendwelchen Leuten auf den Pelz zu rücken, aber ich war so, So it's not his kind of way to get like super clingy to people, but they needed this information as fast as possible, and so nee, es geht um die Sicherheit von unserem Team. Wir brauchen diese Informationen und wir brauchen die jetzt. yeah. Naja, und coolerweise hat er sich dann doch breitschlagen lassen, da irgendwo 2 Stunden später sowohl den OPCW Cleanup-Bericht rüber zu schicken. So yeah, so 2 hours later he gave them this document. So it was great of this journalist that he gave them. So like yeah, now you can see like old chemical weapons. So this is the cleanup report. Als auch die Karte mit den Testzonen. And also the card, the map with the different test zones. Und das war dann abends für uns die Lösung. Wir konnten halt genau sehen, okay, die 6 Testzonen, die waren im Inland. Die Teilnehmerspots sind nicht davon betroffen. So these are in the inland, so the spots they have chosen are not, not getting close to this. Dann haben wir später auch noch Wasserproben bekommen. Die waren auch Yeah, and they made water samples, and they were alle okay. in Ordnung. Und dann wussten wir, okay, wir sind good to go. Ich glaube, das ist natürlich erstmal krass, wenn du das hörst und denkst so, ey, das können wir nicht machen, wir können da keine Leute in den Dschungel schicken, wenn da irgendwelche Blindgänger rumliegen. Aber So, yeah, they think like it's you can't send any people somewhere where you know that there are some not detonated chemical bombs. We can't do that, and that they are like laying around. Aber zum Glück hat Paddy sich da richtig reingekniet, hat da endlose Recherchen angestellt. Yeah, luckily Paddy kneeled in there and made his endless research. Und hat uns dann wirklich ganz, ganz viel Sorge nehmen können. Yeah, and take us our sorrows and our fears, kind of. So, I mean, this is just like, can we just appreciate and like, this is looking really, really nice. But to think about that, to have a 6 number digit to go to that island, oh boy. That's a lot of money. That's a lot of money. Whew. Okay, so this was Dave's behind the scenes.